Hi, ich bin Annemarie. Willkommen bei uns im schönen Lahntal. Wir sind Upcycling-Fans und ich zeige euch heute mal unseren schönen Altbau. Wir sind hier im Eingangsbereich, wo wir auch direkt schon mit dem ersten Möbelstück anfangen können. Das ist ein alter Schrank aus dem Kindergarten, den haben wir aufgearbeitet. Der war mal knallblau, den haben wir tagelang abgeschliffen und mit neuen Knöpfen bestückt. Jetzt ist das so unser kleiner Kramschrank hier im Flur. Eigentlich waren wir gar nicht auf der Suche nach einem Haus. Wir sind so durch Zufall beim nur mal gucken drauf gestolpert. Dann haben mein Mann und ich hier die erste Besichtigung gehabt und waren gleich verliebt ins Haus. Das Haus ist von 1902 und wir versuchen, das in den Ursprung zurückzuversetzen, wie es halt eben früher gewesen ist. Wir haben uns für einen Altbau entschieden, weil wir den Charme einfach schön finden von den hohen Decken, die großen Fenster. Das ist das Esszimmer, ist der erste Raum, der hier fertig geworden ist. Hier haben wir Schlitze gezogen für den Strom, den Dielenboden von PVC, Fließestrich und Kokosfasern befreit. Also wir lieben Dielenboden, weil es einfach so Wärme gibt und ja, dieses bisschen ursprüngliche mögen wir sehr. Oberlichter haben wir eingebaut. Wir haben sehr viel selber gemacht, weil aktuell auch so ein bisschen Handwerkermangel ist. Uns macht es einfach unglaublich viel Spaß, handwerklich selber tätig zu werden. Bei den Möbeln hier im Esszimmer haben wir auch wieder ganz viel selber gemacht. Der Tisch ist ungefähr so alt wie das Haus. Der hatte ursprünglich mal eine schwarze Linoleumplatte, die aber ziemlich ramponiert gewesen ist über die Jahre. Und da haben wir uns einfach neues Linoleum bestellt und den Tisch neu beklebt, einmal abgeschliffen und eingewachst. Das passt einfach zum Stil vom Haus. So ein bisschen gemixt mit ja, modernen Industrielampen und einer ganz alten Bank, die wir in Bayreuth abgeholt haben. Aber die passt einfach perfekt von der Länge hierher. Die haben wir auch ein bisschen aufgearbeitet und sonst einfach so gelassen, wie sie ist. Das alte Holzregal hier haben wir unten am Haus gefunden. Das stand zugemüllt und jetzt steht hier meine Keramiksammlung drin. Im Regal stehen auch alle meine Kochbücher und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal in die Küche, denn hier bin ich sehr gerne. Herzstück unserer Küche ist diese riesengroße Werkbank, die auf den ersten Blick vielleicht aussieht, als würde sie hier perfekt reinpassen. Ist aber nicht so. Wir mussten hier tatsächlich ein Stück in ja, diese Außenwand reingehen, damit wir die Werkbank reinschieben können. Und das war so ein kleines Abenteuer. Für unsere Küchenutensilien haben wir uns eine Reling aus Wasserrohren gebaut, die man von der Länge her variieren kann, je nachdem, wie man das gerne haben möchte. Die gibt es ganz normal im Baumarkt zu kaufen. Und das Regal oben, wo wir unsere Lebensmittel in den Gläsern aufbewahren, das ist eine alte Holzdiele, die wir aufbereitet haben und einfach mit Winkeln an die Wand befestigt haben. Die Lebensmittel im Glas sind möglichst verpackungsfrei eingekauft. Also wir versuchen schon darauf zu achten, so wenig Plastik wie möglich zu verbrauchen. Sieht man auch an unseren Küchenutensilien. Da verzichten wir auch gänzlich auf Plastik. Überhaupt versuchen wir da ein bisschen nachhaltiger unterwegs zu sein. Gemüse versuche ich zum Teil selber in unserem Garten anzubauen. Hier haben wir jetzt noch 2 Zucchinis, die übrig geblieben sind von der Ernte. Viele Lebensmittel, die wir hier verkochen, die sind gerettet. Ich habe einen eigenen Verein gegründet mit ein paar Leuten, wo wir ehrenamtlich Lebensmittel retten und die verteilen. Und das, was übrig bleibt, nehme ich dann meistens mit nach Hause und verkoche das hier.
Die großen Buchstaben hier im Haus, das ist alte Kinowerbung. Und jetzt steht das in der Küche für Essen. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal ins Wohnzimmer. Das hier ist unser Wohnzimmer. Die Wand haben wir rausgehauen mit unseren Schwiegereltern, hat jede Menge Dreck gemacht. Und jetzt haben wir hier noch das alte Gebälk stehen. Wir haben nicht nur die Wand aufgeklopft und vom Putz befreit, sondern eben auch den schönen alten Kamin, weil wir die Klinker ganz toll finden als kleines Dekoobjekt. Außerdem machen sich meine Pflanzen auch ganz gut davor. Und von denen stehen hier so ungefähr 200 Stück im ganzen Haus. Ich habe mir so einen kleinen Urban Jungle hier aufgebaut. Pflanzenpflegetag ist bei uns oder bei mir der Sonntag. Da werden alle Pflanzen einmal vom Staub befreit und gegossen und auf Schädlinge überprüft und geguckt, ob es ihnen noch ganz gut geht. Die Möbel hier im Wohnzimmer, die sind so gut wie alle Secondhand. Und hier im zweiten Teil von unserem Wohnzimmer, das ist unsere Lounge-Ecke. Hier hören wir super gerne alte Schallplatten. Eins meiner liebsten Möbelstücke hier im Raum ist der Schrank mit dem Wiener Geflecht. Das ist das Meisterstück von einem Schreiner und den konnten wir secondhand im Internet ergattern. Ein anderes Lieblingsstück ist dieser alte Steckschrank. Der ist ungefähr auch schon so alt wie das Haus, wenn nicht sogar ein bisschen älter. Den habe ich damals einfach schwarz gestrichen, weil ich schwarz sehr mag. Gestrichen haben wir mit einer nachhaltigen Farbe. Also ich konnte im Wohnzimmer drinnen streichen, ohne dass es zu arg gerochen hat und wir es nicht aushalten konnten. Beim Thema Nachhaltigkeit denken viele Leute, dass es nicht unbedingt ästhetisch aussieht. Und deswegen versuchen wir schon Wert darauf zu legen, Nachhaltigkeit und Ästhetik miteinander zu verbinden. Das hier ist die Veranda, auf der wir jeden Freitag Pizza essen in unserem coolen Pizzaofen und dabei die schöne Aussicht auf die Burg Nassau genießen und die schönen Wälder und Hügel hier in der Umgebung. Dann zeige ich jetzt euch oben noch mal ein paar Räume. Wie man hier im Treppenhaus sieht, sind wir noch nicht ganz fertig. Das Treppenhaus muss noch renoviert werden und auch hier die mittlere Etage. Das ist hier das Dachgeschoss. Sieht ein bisschen anders aus wie unten. Hier mussten wir uns nämlich beim Boden ein bisschen was einfallen lassen, denn hier war ein sehr gefräßiger Holzwurm zugange. Und deswegen haben wir uns entschieden, da einfach eine dicke, fette Schicht Farbe drüber zu machen. Ich finde, das wirkt ganz schön und ein bisschen andere Welt hier oben. Hier kommen wir jetzt in unser Schlafzimmer. Hier haben wir auch viele alte Möbel stehen. Hier hinter mir haben wir ein Stück, das ich damals auf dem Sperrmüll gefunden habe. An dem Tag, als wir umgezogen sind, stand der an der Straße und den habe ich dann gleich reingeholt und ein bisschen was verändert. Das war ursprünglich mal ein Schuhschrank und der hat jetzt von uns neue Füße bekommen, die mal ein kleiner Schemelhocker waren. Die haben wir einfach auseinandergesägt und drunter geschraubt und jetzt ist es ein kleines Highboard für Klamotten oder Schuhe. Hier in der Ecke haben wir noch so ein kleines Upcycling-DIY für unsere Socken und
ein bisschen Kram. Das sind alte Metallschubladen aus irgendeiner Fabrik. Die haben wir lackiert, gestapelt. Die unteren haben Füße bekommen und hier oben drauf gab es nochmal eine Holzplatte. Und ja, so hat man so ein schönes Utensilo, was vielleicht nicht jeder hat. Wir haben hier so viele alte Möbel stehen, weil wir super gerne diese Möbel, die eigentlich so viel zu erzählen haben, nochmal ein zweites Leben einhauchen möchten. Und, natürlich auch aus Nachhaltigkeitsgedanken, etwas nicht neu kaufen zu müssen, so vielleicht auch Unikate hier stehen zu haben. Dann zeige ich euch jetzt nochmal das Badezimmer. Auch im Badezimmer achten wir darauf, möglichst plastikfrei unterwegs zu sein, damit zum Beispiel Zahnpasta aus einer Glastube oder Zahnputztabletten, selbstgemachte Wattepads aus alten Geschirrtüchern und eine Bambuszahnbürste. Und dann gehen wir jetzt in meinen Lieblingsraum hier im Haus. Das ist mein Arbeitszimmer und an dem Raum mag ich besonders den schwarzen Boden und den schönen Ausblick von hier oben, der einfach unverbaut ist. Hier kann ich kreativ sein, habe ich meine Ruhe. Auch hier haben wir wieder richtig viele alte Möbel stehen. Die Vitrine, die war ursprünglich mal eine Schauvitrine oder Theke in einem Bekleidungsgeschäft. Da hingen Jeanshosen und Hemden drin und das kann man super gut umfunktionieren, weil es halt rundherum aus Glas ist. Da wachsen die Raritäten halt wie in den Tropen drin. Das hier ist unser absolutes Traumhaus, weil wir hier die Ruhe haben, die Natur direkt zu Füßen. Und so ein bisschen ist das Haus auch zu so einem Traumhaus gewachsen, weil hier halt echt viel Schweiß, Blut und Arbeit halt drin steckt. Da schätzen wir das Haus einfach noch ein bisschen mehr wert und fühlen uns hier richtig wohl. Das war die Roomtour durch unser Haus und wenn euch solche Häuser gefallen, dann abonniert gerne den Kanal hier oder klickt einmal hier. Auf Wiedersehen!